Moin, moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du da bist. Ja, heute möchte ich euch das beliebte Parfum Ombre Nomade der Designermarke Louis Vuitton vorstellen. Und ich möchte auch noch generell ein paar Worte zu der Marke loswerden, aber wir starten erstmal wie immer mit der Flakon-Präsentation. Ja, das typische Louis Vuitton Flakon-Design. Also meinen Geschmack trifft es auf jeden Fall. Ich mag dieses Design. Die Qualität ist auch wirklich gut. Das alles hochwertig verarbeitet. Tolle Glasqualität. Also da kann man meiner Meinung nach absolut gar nichts kritisieren. Hier oben auf dem Deckel haben wir das Louis Vuitton Logo und ich denke, ihr könnt es sehen, aber vor allem hören, es ist ein Magnetdeckel, was mir bei Parfum-Flakons sowieso gefällt. Also wirklich tolle Qualität. Also ich finde, da hat Louis Vuitton wirklich alles richtig gemacht. Ja, Ombre Nomade ist ein Release aus dem Jahre 2018, also circa 4 Jahre auf dem Markt. Der Parfümeur dahinter ist der Herr Jacques Cavalier. Ja, es ist der Parfümeur der Louis Vuitton Parfums und er hat aber natürlich auch viele andere tolle Parfums für andere Marken kreiert. Also wirklich ein sehr toller und renommierter Parfümeur. Ich möchte euch auch noch mal ganz kurz die Verpackung zeigen, denn auch da finde ich, hat die Marke alles richtig gemacht. Ja, und zwar steckt das Parfum hier in dieser Schatulle relativ sicher und fest, also da kann eigentlich überhaupt gar nichts passieren, gut geschützt. Diese Schatulle wird dann in diese Umverpackung gesteckt. Diese Umverpackung kommt dann wiederum hier in diese kleine Louis Vuitton Tüte. Die kleine Tüte wird dann wiederum in eine große Louis Vuitton Tüte gesteckt. Dann kommt da meist noch ein Schleifchen drumherum oder es wird so ein Louis Vuitton Papier reingelegt. Und ich muss sagen, dass die Marke für meinen Geschmack, für meine Ansprüche wirklich an alles gedacht hat, alles wirklich hochwertig und professionell umgesetzt hat. Die Marke wird ja zum Teil manchmal doch relativ heftig kritisiert. Da komme ich dann aber nach meiner Duftbeschreibung auch nochmal etwas näher auf dieses Thema zu sprechen. Aber für meinen Geschmack hat die Marke wirklich an alles gedacht und alles ideal umgesetzt. Ja, ich gehe auch gerne nochmal auf die Duft-DNA ein, auch wenn die natürlich mittlerweile sehr bekannt ist. Ich blende euch auch schon mal die Duftnoten ein. Ja, Ombre Nomade ist ein Oud-Parfum, ein Oud-lastiges Parfum. Das müsst ihr wissen und vor allem müsst ihr Oud mögen. Neben der recht präsenten Oud-Note wird hier noch mit einer Fruchtnote, nämlich mit der Himbeere gearbeitet. Ja, die Himbeere sorgt einfach für eine richtig schöne, angenehme Fruchtnote. Dadurch wird das Parfum auch leicht süßlich. Und Weihrauch sorgt wiederum für so eine rauchige Note. Und Benzoe, rundet dieses tolle Parfum dann nochmal harzig balsamisch ab. Also es ist eine recht einfache Duftkomposition, aber wiederum auch ein so tolles und qualitativ hochwertiges Parfum. Ja, man liest ja hin und wieder mal, Ombre Nomade riecht nach Kuhstall, nach Pferdestall, wie auch immer. Ich persönlich empfinde das absolut gar nicht so. Aber dazu muss ich eben auch sagen, dass ich schon viele udige Parfums gerochen habe. Und ich nenne sie jetzt einfach mal so, auch strengere Parfums einfach, total mag. Ich kann aber verstehen, dass das Parfum vielleicht so für eher ungeübte Nasen, vielleicht auch so für Leute, die mit Oud-Parfums noch keine Erfahrung gesammelt haben, so ein bisschen überfordernd für die Nase wirken kann. Vielleicht bei dem anderen auch so ein bisschen stinkig rüberkommen kann. Aber so etwas legt sich in der Regel auch, je öfter man das Parfum getragen hat und je mehr Erfahrungen man eben so mit Oud-Parfums gesammelt hat. Und durch die Himbeere, durch die Fruchtsüße wird es im weiteren Duftverlauf auch, für mein Empfinden immer angenehmer, etwas milder. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, es ist ein wirklich intensives Parfum. Und die Grundvoraussetzung ist eben, dass man Oud als Duftnote wirklich mag. Ja, die Performance ist bei Ombre Nomade wirklich super. Also ich mag dieses Wort auch nicht so gerne, aber hier passt es wirklich wie die Faust aufs Auge.
Beast Mode ist hier Programm. Also ihr kommt mindestens auf 12 bis 14 Stunden Haltbarkeit. Also eigentlich hält es ohne Problem den ganzen Tag. Also wenn ihr es morgens aufsprüht, riecht ihr auch noch am Abend danach. Die Sillage ist wirklich sehr, sehr intensiv. Also eigentlich riecht ihr das Parfum den ganzen Duftverlauf über. Selbst am Abend würdet ihr das Parfum noch recht deutlich riechen. Wenn ihr die Klamotten einsprüht, und das Shirt oder den Pullover nicht direkt am nächsten Tag wascht, riecht die Klamotte auch noch nach Tagen nach Ombre Nomade. Also da muss man einfach sagen, dass Louis Vuitton da alles richtig gemacht hat. Es hat eine unglaublich gute Performance. Und ja, und das ist für mich auch ein Grund, jetzt eben mal auf die Konditionen zu sprechen zu kommen. Ja, Ombre Nomade kostet mittlerweile 320 Euro, also dafür bekommt ihr dann 100 ml. Louis Vuitton hatte ja im März die Preise erhöht, was übrigens viele andere Marken auch getan haben und oder jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen ja tun werden. Es gab ja schon viele Preiserhöhungen bzw. Ankündigungen, vor allem im Nischenbereich. Ja, und trotz des Preises muss ich sagen, das ist meine Meinung, lohnt sich dieses Parfum wirklich uneingeschränkt. Ihr bekommt für 320 Euro ein qualitativ wirklich hochwertiges Parfum. Ja, Louis Vuitton ist eine Designermarke. Dieses Parfum muss sich aber nicht hinter Nischenparfums verstecken. Ganz im Gegenteil, für mein Empfinden hat dieses Parfum auch Nischenqualität. So diese Art von Duft-DNA, Oud mit irgendeiner Fruchtsüße, ist im Nischenbereich gang und gäbe. Und Ombre Nomade muss sich da, wie gesagt, nicht hinter Nischenparfums verstecken. Ganz im Gegenteil, also dieses Parfum, ist meiner Meinung nach teilweise sogar qualitativ noch hochwertiger als eben irgendein Nischenparfum. Und deswegen kann ich dieses Parfum wirklich empfehlen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mir das Gesamtkonzept der Marke Louis Vuitton wirklich gefällt. Das ist gefühlt immer so ein Einkaufserlebnis. Also klar, die Mitarbeiter im Store wollen verkaufen, die wollen Umsatz machen, aber trotzdem geben sie mir als Kunden einfach ein irgendwo besonderes Gefühl, gerade in Verbindung mit eben Ombre Nomade, mit einem Parfum werden da auch so gewisse Emotionen ausgelöst. Also ich mag das Gesamtkonzept, wie gesagt, eine tolle Verpackung, eine generell tolle Aufmachung, ein tolles Parfum, qualitativ hochwertig. Dann hat man bei Louis Vuitton übrigens auch immer die Möglichkeit, die Flakons auffüllen zu lassen. Die 100 ml im Store auffüllen zu lassen, kosten 190 Euro. Das war damals auch etwas günstiger. Auch da gab es eine Preiserhöhung. Aber wenn man dann mal langfristig den Preis betrachtet, bekommt man dann eben die 100 ml für 190 Euro. Das wiederum ergibt dann einen Milliliterpreis von nur in Anführungsstrichen 1,90 Euro. Ja, und das ist dann wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Das muss man einfach so sagen. Auf lange Sicht gesehen hat dieses Parfum wirklich ein unfassbar gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Nischenbereich wäre dieses Parfum mit 1,90 Euro je Milliliter fast schon wieder günstig. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass sich dieses Parfum insgesamt auch hinter keiner Nischenmarke verstecken muss. Ja, und der Service der Mitarbeiter ist einfach wirklich super. Ja, dann sagen ja einige Leute, das ist ja auch das Mindeste bei den Preisen. Ja, natürlich darf man bei den Konditionen auch einen gewissen Service erwarten. Nur muss man dann aber auch ehrlicherweise auf der anderen Seite sagen, es gibt eben viele Parfums, die sehr, sehr teuer sind oder eben auch viele Parfümerien, wo man eben nicht ansatzweise so einen Service bekommt. Natürlich gibt es auch viele, viele tolle, gerade Nischenparfümerien, die einen ganz, ganz tollen Service und eine tolle Beratung bieten. Aber es gibt eben auch viele Parfümerien oder generell viele Marken, da muss man auch einfach ehrlich sein, nicht mit Louis Vuitton mithalten können. Und ich weiß auch, dass viele diese Art von Einkaufserlebnis nicht mögen. Denn bei Louis Vuitton
werden die Kunden ja quasi einzeln in den Store geholt, gerufen. Da kriegt man eben eine Beratung, da kann man nicht einfach so ja durch den Laden schlendern und damit Parfum rumsprühen. Also das muss man mögen, man muss eben wissen, worauf man sich einlässt. Wenn man damit aber kein Problem hat, ist der Service, wie gesagt, grundsätzlich wirklich, wirklich toll bei Louis Vuitton. Wie gesagt, ich mag diese Art von Einkaufserlebnis, finde ich toll. Muss man nicht jeden Tag haben, aber ja, wie gesagt, ich nehme das gerne mal mit und ich finde, es ist wirklich eine tolle Sache, ein toller Service. So, und das soll es dann auch gewesen sein. Das waren meine Erfahrungen mit der Marke Louis Vuitton. Und ja, eben mein Fazit, mein Review zu dem wundervollen, tollen, gut performenden Ombre Nomade. Du kannst da gerne mal kommentieren, wie du das Parfum findest. Ja, wie auch vielleicht deine Erfahrungen mit der Marke sind. Also das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du durchgehalten hast. Bleib gesund und bis demnächst.